Hallo, ich bin Chanda, ich bin Vipassana-Lehrerin in Dresden und zurzeit bin ich hier in Hohnstein zum 10 Tage Vipassana-Retreat. Heute ist unser erster voller Tag und die Leute, die da sind, sind alle total nett und es ist eine echt total schöne Atmosphäre und ich freue mich richtig, dass das so geklappt hat. Auch wenn wir am Anfang noch ein bisschen Sorgen hatten, dass wir nicht genug Leute haben. Ja, wir haben hier eine wunderbare Natur in der Nähe. Also wir sitzen eigentlich mittendrin in der Natur und können das auch total genießen. Also vielleicht hört ihr das ja, die Vögel zwitschern und also es ist strahlender Sonnenschein extra nur für uns. Was auch super gut ist, die Straße, die am Haus vorbeiführt, die wird gerade gebaut. Das heißt also, wir haben überhaupt keinen Autoverkehr, was wir vielleicht die letzten Jahre hatten. Was ich euch im nächsten Abschnitt zeige, ist ein Ausschnitt, also ein Vortrag von Don Alexander, der erste Vortrag, den er jetzt so gehalten hat, der erste Dhammatalk, wo er über Vipassana spricht allgemein. Und ich teile ihn einfach mit euch, sodass ihr das auch erleben könnt. Ja, und viel Spaß mit dem Vortrag. Der wird natürlich von mir übersetzt und ich bin so ein freier Übersetzer, also ich bin kein gelernter Dolmetscher. Also man möge mir verzeihen, wenn ich einige Wörter komplett anders übersetze, als das Don gesagt hat, aber das ist völlig okay. I thought this was a good point to say something about the whole practice of Vipassana. Don glaubt, dass es jetzt ein guter Moment ist, um ein bisschen über die gesamte Übungspraxis des Vipassana zu sprechen. Yeah. And the word Vipassana means insight or getting to see inside behind the surface. Und das Wort Vipassana heißt Einsicht, also in das oder hinter das zu schauen, was da ist. And this means inside yourself. Und das meint natürlich in euch, von euch selbst. Inside your life. Innerhalb vom Leben. And inside your world. Und innerhalb der Welt. You are creating your world every moment. Ihr erschafft euch eure eigene Umwelt jeden Moment. Yeah. The problem is that you don't know that you're creating your world every moment. Das einzige Problem ist, dass ihr nicht wisst oder nicht bewusst wisst, dass ihr eure Welt euch selbst erschafft in jedem Moment. Nor do you know how you're creating it. Und ihr wisst auch, also weder das eine wisst ihr noch das andere, dass ihr, also wie ihr eure Welt erschafft. Yeah. Because you're more unconscious than conscious. Weil ihr immer noch mehr unbewusst als bewusst seid. Yeah. And the purpose of Vipassana Und der Grund und Zweck von Vipassana is to help us become more conscious. hilft uns, mehr bewusst zu werden. Yeah. So what we do in this particular seminar is to extract just a few pieces of life to observe. Und was wir in diesen paar Tagen hier beim Vipassana-Kurs lernen, ist, dass wir wirklich nur einige Sachen aus dem Leben, was wir haben, raus extrahieren. Yeah, because most of the time we're not only doing things, but also telling ourselves stories. Und die meiste Zeit in unserem Leben machen wir ja nicht nur Dinge, sondern wir führen auch noch Selbstgespräche darüber. We do something, and while we're doing it, we have a running commentary. Und wir machen was im Alltag und während wir das machen, kommentieren wir das auch gleichzeitig in uns selbst. So even when we're doing something with our body, we are 90% in our head. Auch wenn wir etwas machen ohne unseren Körper, also egal was wir machen, wir sind zu 90% in unserem Kopf damit beschäftigt. Yeah.
And we know this experience, don't we, when we go for a walk or we drive a car. Wir kennen das alle, also wenn wir zum Beispiel spazieren gehen oder Auto fahren. And we begin the journey and sometimes end the journey without knowing quite how we got there. Also wir starten eine Reise zum Beispiel mit einem Auto und am Ende der Autofahrt wundern wir uns und wissen gar nicht so genau, wie wir denn überhaupt dahin gekommen sind. But there we are at our destination. Aber wir haben unser Ziel irgendwie erreicht. Usually it's the right destination. Und normalerweise ist es auch das richtige Ziel, das, was wir erreichen wollten. Yeah. But how we got there, Aber wie, um Gottes Willen, sind wir dahin gekommen? sometimes we can't remember a thing. Und manchmal können wir uns echt nicht daran erinnern, wie das passiert ist. Because half of our walking or driving was on automatic. Weil das Autofahren oder das Spazierengehen irgendwie automatisch passiert ist. So if we're honest, when we look at our lives, we find that we're living our lives robotically, as a robot. Ja, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, werden wir feststellen, dass wir unser Leben so ein bisschen Zombie- oder Roboter-ähnlich leben. And some way down the road at the age 70 or 80, we think, what have I done these last 50, 60, 70 years? Und manchmal, wenn wir dann so 70, 80 Jahre alt werden, dann sitzen wir da und überlegen, Mensch, was habe ich denn die letzten 50, 60 oder gar 70 Jahre gemacht? And when we're 90% robotic, Und wenn wir zu 90% robotermäßig rumlaufen, it means we're at least 90% unconscious. das heißt, dass wir im Grunde 90% unbewusst leben. Yeah. So in selecting a few things to observe, Und indem wir einige kleine Aspekte unseres Lebens aussuchen, um die zu üben und zu beobachten, we gradually, little by little, become more observant, more aware in those few things. und dadurch erreichen wir, dass wir Stück für Stück immer bewusster und aufmerksamer den kleinen Sachen gegenüber sind. Yeah. When we were tiny babies, we painfully learned how to walk. Wenn wir kleine Babys waren, dann haben wir mitunter sehr schmerzhaft lernen müssen, wie wir laufen. We didn't know how to do it, so we fell down many times. Wir wussten ja nicht, wie wir Balance halten und laufen können, und so sind wir öfters mal hingefallen. But each time we fell down, we picked ourselves up and we tried again and fell again. Und wenn wir damals hingefallen sind als Kleinkinder, dann sind wir einfach wieder aufgestanden und haben es neu probiert und sind wieder hingefallen und haben es neu probiert. After some days or weeks or even months, Und nach einigen Tagen oder Wochen oder sogar Monaten we became expert. sind wir Experten geworden. And with a big smile on our baby faces, we could walk from one side of the room to the other without falling. Und mit einem riesengroßen Lächeln auf unserem Gesicht konnten wir den Raum von einer Seite zur anderen durchlaufen, ohne irgendwo nochmal hinzufallen. And then we got impatient, we wanted to run. Und dann sind wir natürlich ungeduldig geworden und wollten einfach mal losrennen. And so we started moving our legs more quickly. Und dann haben wir unsere Beine etwas schneller bewegt. Yeah. And sometimes they got into a mess. They couldn't quite remember which one had to go first. Und dann ist es irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen und die Füße wussten nicht mehr, welche zuerst und welche danach. So we fell down again and picked ourselves up again. Dann sind wir wieder hingefallen und mussten dann nochmal aufstehen und nochmal versuchen. Years later, we don't even think about what we're doing when we walk. Und viele Jahre später haben wir überhaupt nicht mehr nachdenken müssen, was wir tun müssen, wenn wir laufen wollen. In fact, if someone asks us the question, well, how do you walk? Manchmal ist es so, wenn ich jemanden frage, wie läufst du?
That's not an easy question to answer, is it? Da gibt es keine so einfache Antwort darauf. I mean, we can answer very simply one leg in front of the other. Wir können sagen, naja gut, ich mache einen Fuß vor den anderen. Pick one foot up and then put it down again. Wir heben einen Fuß hoch und dann setzen wir ihn irgendwann mal wieder ab. But there's a lot of subtle movements and changes that take place with every step. Aber in jedem Schritt gibt es so viele kleine Bewegungen und so viele Handlungen, die wir machen. Yeah. So in this practice, we gradually, little by little, day by day, become more observant with each step of our walking. Und hier in dieser Meditationspraxis, hier in dem Retreat, werden wir lernen, dass wir Stück für Stück unsere Schritte nochmal unterteilen, um genau zu beobachten, was wir denn machen, wenn wir laufen. Yeah. And then we get to notice that, oh, we don't just have the intention to walk, but we have the intention to feel while we're walking. Und wir werden dann auch feststellen, dass wir nicht nur die Intention oder die Absicht haben, einen Schritt zu machen oder zu laufen, sondern wir werden dann auch feststellen, dass wir auch die Intention oder die Absicht haben zu fühlen, wie wir laufen. We have to balance the body so it doesn't fall. So, wir müssen ja fühlen, damit wir den Körper ausbalancieren können, sodass wir nicht hinfallen. When I was young, I could stand for a long time on just one leg. Als Don noch etwas jünger war, konnte er für sehr, sehr lange auf einem Bein stehen. Now, when I stand on one leg, I wobble. Und jetzt ist es so, wenn Don auf einem Bein steht, dann fängt er an, so ein bisschen zu schwanken. So this morning, doing the yoga, Heute früh beim Yoga, it was very difficult for me to stand on one foot and lift the other leg up high. da war es ein bisschen schwierig für ihn, auf einem Bein zu stehen und das andere Bein anzuheben. And then when I had to move Und my dann, leg like this, als er sein Bein noch ein bisschen drehen und kreisen sollte, it was an enormous struggle just to stay upright and not fall down. da war es für ihn total schwierig, überhaupt stehen zu bleiben und nicht hinzufallen. It's as though my body is becoming a little like a young baby's body again. Und Don hat das Gefühl, sein Körper wird jetzt im Alter wieder so ein bisschen wie ein Babykörper. And all the skills I learned all those many years ago, I have to relearn now. Und all die Werkzeuge, die er als Kind gelernt hatte, muss er jetzt wieder neu lernen. And sometimes hold the wall. Und manchmal hilft ihm da die Wand. Yeah. So now my life forces me to become more conscious. Und jetzt ist es so, dass sein Leben ihn dazu zwingt, mehr achtsam und bewusst zu werden. Yeah. But actually, the mind is telling the body what to do. Aber eigentlich ist es so, dass unser Geist, also unser Wissen, dem Körper sagt, was er zu tun hat. But we're not even aware that our mind is telling us these things. Aber wir wissen nicht, wo unser Geist ist, der da einfach dem Körper sagt, wie das funktioniert. So, when we receive the instruction just to stand and know that we're standing, Und wenn wir die Instruktion, also die Aufgabe erhalten zu stehen und uns bewusst zu sagen, dass wir stehen, what we are invited to do and instructed to do is to become fully aware of the body standing. und was die Einladung an uns ist und auch die Aufgabe für uns ist, dass wir uns voll bewusst werden, was es bedeutet, dass wir stehen. Yeah. What does it feel like to be a body standing? Und wir sollen in dem Moment auch nachspüren, wie sich das anfühlt, wenn unser Körper steht. Yeah. When we become fully conscious of the body, we can feel the nerves tingling. Und wenn wir uns voll bewusst des Körpers werden, werden wir auch spüren, dass einige Nerven anfangen so zu kribbeln. We know whether it's warm or cold. Wir registrieren, ob es warm oder kalt ist.
In fact, we notice many things about it. Und an sich nehmen wir viele Dinge wahr, die da ablaufen. Yeah. Then we know that we make a decision. Now I lift my foot and I move it and I place it. Und dann werden wir merken, dass wir vielleicht die Entscheidung treffen, jetzt hebe ich meinen Fuß an, jetzt bewege ich meinen Fuß nach vorne und jetzt setze ich meinen Fuß ab. And we know what it feels like as we raise it and we move it and we place it. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass ihr merkt, wie sich das anfühlt. Jetzt hebe ich meinen Fuß, weil das ist ja eine andere Bewegung als vorwärts bewegen. Also ihr spürt den Unterschied zwischen Fuß heben, Fuß bewegen und Fuß absetzen. It's quite common if we teach meditation that people come and say, well, how boring can that be to spend a week just lifting and placing your feet? Und manche, also es ist völlig normal, also viele Meditationsschüler kommen dann einfach und sagen, oh, das ist so langweilig, 5 Tage immer nur den Fuß heben, bewegen, absetzen, das ist ätzend. But actually, there are so many small movements going on that we don't notice normally. Aber eigentlich ist es total interessant, weil schon während des Fußhebens so viele Dinge passieren, die wir in unserem Alltagsbewusstsein gar nicht wahrnehmen. So it's quite enlightening if we try to become conscious as we speak. Und das kann zur Erleuchtung führen, wenn wir uns einfach dessen bewusst werden. So now, for this retreat, we're suggesting that we go back to become a little like very small children. Und für dieses Retreat empfehle ich euch, dass ihr bei den Dingen, die ihr tut, einfach nochmal euch vorstellt, ihr geht zurück in das Alter, wo ihr ein kleines Kind seid. So that we walk, we eat, we go to the toilet, as though it were for the very first time. Und wir können uns einfach vorstellen, dass wenn wir laufen, also die Gehmeditation machen oder wenn wir essen oder auch wenn wir auf Toilette gehen, dass es so ist, wie als würden wir das allererste Mal in unserem Leben machen. So in the Satipatthana Sutta, the discourse of the Buddha on establishing mindfulness. Und in dem Satipatthana Sutta, das ist eine Lehrrede von Buddha, wo er erklärt, wie man achtsam wird oder wie man Achtsamkeit praktiziert. There's some very detailed instructions on what to observe. Da hat der Buddha sehr genaue Instruktionen gegeben, wie man die Dinge beobachtet oder was man auch beobachtet. Not only when you're going or coming, nicht nur wenn du gehst oder also kommst und gehst, but when you stretch or bend your arm, auch wenn du deinen Arm ausstreckst und wieder zusammen, also beugst. Yeah. Whether you wash your face, auch wenn du dein Gesicht wäschst, or clean your teeth, oder deine Zähne putzt, or go to the toilet for a pee-pee or poo-poo, oder wenn du zum Klo gehst, um Pipi zu machen oder zu kacken. We try each day to become more conscious of all these acts. Dann versuchen wir wirklich im Retreat und später auch jeden Tag uns bewusster über diese Handlungen zu werden. Yeah. And as you start becoming more conscious and aware and alive to this simple process of eating, und in dem Moment, wo du mehr bewusst und alive, ja, lebendig und achtsam dem Essensvorgang gegenüber wirst, yeah, so you become more conscious and alive in every aspect of your life. Und das kannst du dann transformieren, dass du in jedem Aspekt deines Lebens mehr bewusst und wacher und lebendiger wirst. Yeah.
So that not only when you're standing and walking, Nicht nur, wenn du stehst und gehst, hier in der formalen Gehmeditation, you also become more aware of how you moved from a sitting position into a standing position. du wirst dann feststellen, dass du das auch übertragen kannst auf den Moment, wo du aus einer Sitzposition in die Stehmeditation wechselst. That is such a complex of activities. Das ist so ein riesengroßer Komplex von Aktionen, die da in dir ablaufen. Yeah. No one's been able to create a robot that can move with the flexibility that we manage as human beings. Also zurzeit ist die Wissenschaft und Forschung noch lange nicht so weit, dass ein Roboter gebaut werden kann, der wirklich so wie ihr so flexibel ist und auch so viele Aktionen steuern kann, um wirklich vom Sitzen aufzustehen. Yeah. This is a silent retreat. Das hier ist ein stille Retreat. So we don't often speak. Wir werden hier nicht oft sprechen und wir werden auch keine Fremdsprache lernen. And if we do speak because there's a particular purpose, Und wenn wir doch mal sprechen müssen, weil es einen echt dringenden Grund gibt, for instance, there's an interview and we're asking about questions about our practice, und zum Beispiel ihr habt ein Interview und ihr habt Fragen zu eurer Meditationspraxis, we're fairly careful and observant about what we say and the way that we say it. und dann können wir einfach beobachten und uns auch bewusst sein, was wir sagen und wie wir es sagen. So the whole practice, not only the walking, but also the sitting and the breathing, Nicht nur die gesamte Praxis, also jetzt nicht nur die Gehmeditation, sondern auch die Sitzmeditation, is designed to bring us again to full consciousness. das versucht, dass es uns dahin bringt, dass wir voll bewusst werden. Yeah. That's what enlightenment means. That's what awakening means. Das meint das, was Erwachen oder auch sogar Erleuchtung immer meint. Yeah. To become more awake, more conscious. Um mehr bewusst und mehr wach zu werden. And at the beginning of a retreat, we're like little babies, relearning how to observe. Und am Anfang eines Retreats sind wir natürlich wie so kleine Babys, weil wir müssen neu lernen, wie man die Dinge bewusst beobachtet. And we still live much of our day, and then only later we realize all the different activities we performed without being conscious. Und am Anfang ist alles noch so ein bisschen wischiwaschi und Stück für Stück, Tag für Tag, wenn wir merken, wie unbewusst wir eigentlich vieles gemacht haben und uns jetzt der ganzen kleinen Bewegungen und Handlungen klar zu werden. Yeah. That's our challenge. Das ist die Herausforderung hier. And this is our adventure. Und das ist auch das Abenteuer, was wir hier haben. Yeah, we don't have to discover unknown continents. Wir müssen jetzt nicht in irgendwelche fernen Welten reisen, There are not many of those left in the world. wobei es ja sowas eigentlich auf der Erde kaum noch gibt, so unentdeckte Fleckchen. But we're becoming explorers in life, explorers in consciousness. Aber wir werden Forscher und Abenteurer in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Bewusstsein. Yeah. So as you practice, I wish you bon voyage. Und während ihr geübt, wünscht euch Christoph auch, aber Don wünscht euch eine wunderbare Reise. And enjoy. Und habt Spaß dabei. Yeah. We don't have to have long, unhappy faces while we practice. Wir müssen hier nicht wie unglückliche Zombies rumlaufen, während wir Vipassana praktizieren. Yeah. It can be fun. Es kann euch Spaß machen und lustig sein. Yeah. Gut, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Vortrag von Don und
Ja, mal schauen, wann ich das nächste Video poste und ich wünsche euch ganz viel Spaß die nächsten Tage und vielleicht mögt ihr auch selber ein bisschen Vipassana üben. Ihr könnt in die Tiefe gehen und hier links oben in den Infokarten verlinke ich euch das ABC der Meditation, womit ihr sozusagen selber üben könnt und dann macht mal los. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, die Chanda.